Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Kongerbergen Kongercrafts. Heute nähe ich für euch eine Schüsselabdeckung mit Klarfolie. So sieht man wenigstens immer, was drin ist. Mich hat es immer genervt mit dem Wachstuch, dass man da nichts sieht. Und außerdem war mir das immer zu dick mit 2 Schichten Wachstuch. Also habe ich mich rangemacht und habe mal ein bisschen probiert. Bezugsquellen, weitere Infos zum Video und zusätzliche Anleitungen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich mache das nicht für irgendwelche Firmen, ich mache das für euch, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Also ich verdiene kein Geld damit. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, abonnieren ist kostenlos. Einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken, tippen, dann auf das Glöckchen, auf alle und dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Zuerst schneidet ihr einen Kreis in der Größe aus, die ihr braucht. Die Größe berechnet ihr wie folgt. Schüsseldurchmesser plus 9 cm, siehe im Beispiel. Dann Umfang Pi mal Durchmesser, siehe im Beispiel. Und Gummiband ca. 40 bis 45% vom Umfang der Klarfolie, siehe im Beispiel. Von den Anfasslaschen mache ich 3. Ihr könnt auch nur 2 machen oder eine oder sie auch weglassen. Das eine Ende 1 cm nach innen umknicken und dann gegenüber so weit einschlagen, dass das Ende am ersten Knick anliegt. Den 1 cm Einschlag darüber legen und dann zusammenkleben. Und das mit den anderen 2 wiederholen. Mit der umgeklappten 1 cm Seite nach unten auf den Kreis in 3 gleichen Sektionen aufkleben. Ihr könnt die Sektion ausmessen oder per Augenmaß, wie ich es mache. Den Kleber nur auf das 1 cm Stück auftragen und auch nur 1 cm auf den Rand aufkleben. Mit einer Klammer fixieren. Alle Anfasslaschen so anbringen. Das Schrägband nehmen und den Anfang 1 cm nach innen umschlagen. Und knapp an der Schnittkante nähen. Macht die Naht von der rechten Seite, also das umgeklappte liegt unten. Ich lege ein kleines Stück abreißbares Stickpapier darunter, damit die Naht schön sauber wird. Das Schrägband auf den Kreis klammern, Kante auf Kante, nicht abschneiden. Leider war die Kamera nicht an, also beschreibe ich es euch jetzt so. Wenn ihr Rechtshänder seid und das Gummi von rechts nach links in den Tunnel schiebt, dann das Schrägband mit dem umgenähten Ende nach rechts anlegen und rechts herum annähen, so wie ich euch jetzt zeige. Und wenn ihr Linkshänder seid und das Gummiband von links nach rechts in den Tunnel schiebt, dann das Schrägband mit dem umgenähten Ende nach links anlegen und links herum annähen. Anfang und Ende verriegeln. Bei den Anfasslaschen aufpassen, dass das Schrägband immer Kante auf Kante mit dem Klarfolienkreis bleibt.
Circa 5 cm vor dem Ende stoppen, also nicht bis zum Anfang nähen. Nadel im Stoff stecken lassen und das Ende ca. 1,5 bis 2 cm überlappen lassen und abschneiden. Dann das Ende so weit nach innen einschlagen, dass die Kanten von Anfang und Ende aneinander stoßen. Lieber 1 mm überlappen lassen, denn wenn es 1 mm überlappt, ist das besser, als wenn es eine Lücke gibt. Nun zu Ende nähen und verriegeln. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt innen hier entlang mit 3 bis 4 mm zur linken Schrägbandkante nähen. So entsteht ein Tunnel. Und auch wieder Anfang und Ende verriegeln. Da das Schrägband sich ja leicht wellt, mit einer Ahle oder dem Stiletto beim Nähen immer leicht andrücken. So gibt es kaum bis keine Falten. Jetzt das Gummiband nehmen. Nicht abschneiden, sondern auf der Rolle lassen. Ich nehme eine Sicherheitsnadel zum Durchziehen. Ihr könnt auch spezielle Durchzieher verwenden. Wie ihr seht, stört diese Überlappung nicht beim Einziehen und wenn wir durch sind und hier angekommen, stoßen wir nicht an, weil wir eine Naht gesetzt haben. Jetzt das Gummiband durch den Tunnel ziehen. Das Gute ist, wenn die Sicherheitsnadel aufgehen sollte, man sieht, wie man sie wieder einhaken kann. Super praktisch. Wieder am Anfang angekommen, das Gummiband rausziehen. So weit rausziehen bzw. das andere Ende rausziehen, bis man die Größe hat, die man haben möchte. Dann abschneiden. Faden in Nadel ziehen, doppelt legen und einen Knoten machen. Anfang und Ende vom Gummiband, so wie sie aus dem Tunnel kommen, übereinander legen. Und per Hand mit ein paar Stichen zusammennähen. Am Ende verknoten und natürlich abschneiden. Alles in den Tunnel schieben und die Rüschen gleichmäßig verteilen. Über die Schüssel ziehen und fertig. Ist doch cool zu sehen, was in der Schüssel ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!